funcione. Sí. ¿Le puedes poner más arbolitos? Wer hat vom Käse gegessen? Das Häuschen weiter nach links. Budget leicht überschritten, aber das war es wert. Aber das ist rosa, Dios mío. Ist das ein Versuch, die Schweiz moderner darzustellen, als sie ist? Nein, das ist nur das Licht. Ist es nicht. Konsti. Bitte. Testamente. Hat er einmal erzählt, dass der Piet Schwaber und ich beide am 14. Oktober Geburtstag Das Mikrofon funktioniert. Wow, Marisol, du siehst aus wie ein Stopp! Überleg dir genau, was du sagen, was die Konsequenzen sind. Flight Attendant. Darf man doch sagen, oder? Das Seidentuch ist von meiner Großmutter. Ist aus der Schweiz. Marisol, Dios mío, no queda nada del queso. Also, falls der Käse nicht lange, kann ich sonst so ein gratis Fondue Käsekügel machen. Das ist mega fein und laktosefrei. Nein. Buenos dias. Sind ihr im Partnerlook? Non. Ist dein Tüchlein auch von der Marisol ihrem Grossi? Mais non, das ist von Jacqueline. Sie sollte jeden Moment hier landen. Dann könnt ihr sie endlich kennenlernen. Oh, ist die Gruyère aus der Schweiz? Weg vom Buffet! Das ist hier kein Kindergarten. Das ist eine Botschaft. Botschaft ist angekommen. Also, wenn wir nicht am Rio Huriga entlang, sondern da durch das Ixintal bauen, dann sind ja deine belgischen Öko-Fritzen happy. Wenn ihr hätten wir eins. Jawel. Kein Attentat auf Bauarbeiten, die Zugstrecke wird in Ruhe gelassen. Wir hören nie mit den kleinsten Mucks von denen, verstanden? Versprochen, Frau Botschafterin. Wir schaffen es eben vielleicht doch noch aus dem bedeutungslosen Land. Du weißt, wie ich es meine. Ja, leider. Perfetto, dann gehe ich jetzt zurück und schaue, dass die Botschaft ankommt. Ja, und vor allem, dass heute niemand reinfunkt. Denn wir machen sowieso ein kleines Abschiedsfest, jetzt, wo die Besetzung vorbei ist. Ja, super. Aber morgen bist du zurück im Büro. Ah, Entschuldigung. Ist so ein Reflex geworden. Schon noch hübsch. Ja. Aber ich stehe eher auf kleinere Männer. Aber die Zähne. Veneers. Ich habe eine Playlist gemacht. Meine Mama hat das bei den Gartenfesten immer für unsere Angestellten gemacht. Wir sind aber nicht deine Angestellten. Wenn sein Musikgeschmack nur halb so schlimm ist wie sein Kleiderstil, würde ich jetzt abhauen. Das ist Jacquelines Lieblingslied. Dios mío. Manchmal bekomme ich ihn fast gerne über. Aber dann... Aber dann macht er wieder einen Adi. Genau. 241 Kilometer Gleise. Das sind insgesamt 28.900 Tonnen Stahl, was für die hiesige Industrie einen Wachstumsimpuls von... Was willst du, ist die bessere Frage. Nach was gesetzt denn aus? Im Protokoll steht nirgends, dass du eine Rede halten willst. Oh doch. Hier. Punkt 1, Begrüßungsrede der offiziellen Vertretung der Schweiz. BA. Punkt 2, Rede des Handelsattachés zum Inhalt des Abkommens. Marisol, du kannst ja schon am Guillermo einen Haufen Blümchen anmalen. Weil die Lupe nicht will, dass alle rosa sind. Genau. Komm, ich helfe dir. 4 Hände sind besser als 2. Also 3 Hände. Egal. Hast du eigentlich gewusst, dass im Mittelalter die Farbe rosa für jugendliche Männlichkeit gestanden ist? Weil sie sozusagen als hellere Abstufung von Rot gegolten hat. Ist die Farbe der Passion. Wir setzen nicht nur unsere Unterschriften unter ein Abkommen. Nein, wir legen den Grundstein. Einfach reinkommen. Senora, das Kleid. Super. Mädchen sollen ruhig staunen. Und das gestempelte Abkommen aus Bern ist Botschaftspost noch nicht angekommen. Sollte jeden Moment da sein. Aber was ist jetzt das? Das habe ich nicht so bestellt. Haben Sie denen gesagt, Sie brauchen ein Abendkleid für einen wichtigen Anlass? Ja, aber doch nicht für die Miss Universe-Wahl. Wenn Sie ein Abendkleid bestellen, wird es immer pompös. Fällt nur noch das Krönchen. Ziehen Sie es doch wenigstens mal an. Ja, aber nicht, dass mir auch noch kulturelle Eignung vorgeworfen wird. Ich bin der Handelsattaché. Ja, wo wir das Zugabkommen verhandelt haben, bin ich noch die Handelsattaché. Kümmere du dich doch um deine Jacqueline.
Marisol, ich wollte dir keine falschen Hoffnungen machen, okay? Wir sind doch nur die Frösche und Okay, wow. Lupe, das ist nichts. Der hure Reissverschluss klemmt. Wow, Frau Botschafterin. Ich finde das ein bisschen too much. Ja, das weiss ich eigentlich selber. Und jetzt hilf mir aus dem Teil raus. Überraschung! Wow, Bea, gehst du an einen Abschlussball? Was machst du da? Ich habe gehört, dass du das Abkommen noch mal bestellt hast. Und dann habe ich gedacht, ich bin das gerade persönlich. Danke vielmals. Der ist ja mindestens einen Kopf kleiner als auf den Fotos. Ah, Adrien, vous êtes bien installé? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Conseiller fédéral. Schlimmer. Und das ist Ihre Verlobte? Ah, non. Non, non. Marisol Schaller, Attaché und die rechte Hand der Botschafterin. Enchanté. Adrien, in den ersten 2 Reihen dann bitte heute nur Promis. Wenn es so etwas in dem Land überhaupt gibt. Oui, Monsieur le Conseiller Herr fédéral. Bundesrat, könnten wir uns kurz unter 4 Augen sehen? Natürlich, Frau Botschafterin. Freut mich. Grüezi. Ist das rosa? Nein, das ist nur das Licht. Ah, Pink Power. Gefällt mir. Merci, darf ich ein Selfie machen? Ja, natürlich. Und dann gerne posten uns auf Linken, gell? Ist das grün? Ich glaube, Senora Botschafterin möchte Sie sprechen. Okay. Das ist doch cool. Hart. Unter 4 Augen. Ist gut, Cedric. Messi. Wow. Das ist jetzt also dein Leben? Ich habe gemeint, du heiratest heute dein junge Vögel. Oder ist sie dran? Nein, ich habe das Hochzeit vorverleiht. Das war letzte Woche. Im kleinen Rahmen. Man hat nicht mehr warten. Macht Sinn. In deinem Alter zählt jeden Tag. Und der Job geht vor, das kennst du ja. Ich will doch den grossen Tag nicht verpassen. Ja, du bist so eine Ratte. Entschuldigung? Schau, die anderen kannst du vielleicht blenden mit deiner Art. Aber ich kenne die leider schon zu lange. Du musst mir den Erfolg nicht gönnen. Bea, ich bitte dich. Warum soll ich dir das nicht gönnen? Wo dein Ego immer noch kränkt ist. Als ich gegangen bin, Nein, ich bin gegangen. Als ich gegangen bin, hat mir das wahrscheinlich mehr weh gemacht als dir. Aber ich habe in meiner Therapie etwas verstanden. Es heisst loslassen. Wäre vielleicht auch etwas für dich? Hm? Hey, noch so gern. Aber du bist ja jetzt wieder daher gekommen. Das bringt jetzt das Protokoll ganz schön durcheinander. Bist du verrückt? Das waren meine Stichworte für Madame Botschafterin. Ja, die wird wahrscheinlich gar nichts mehr sagen. Weil der Bundesrat unser Abkommen in seinem Monolog als sein genial Deal wird verkaufen. Das ist doch gut. Dann muss niemand von ihr Rede halten und ihr könnt euch wieder vertragen. Schau, Bea, wenn du weiterkommen auf deiner Karriereleiter, dann musst du dich mit mir gut verstehen. Du bist krank. Du bist nur daher gekommen, wo du das Leben ohne mich nicht aushaltest. Was? Bea, ich habe letzte Woche geheiratet. So. Und jetzt hau ab. Oh, shit. Jetzt brauche ich schnell ein bisschen Privacy. Sie hat heute ihren ersten Ultraschall. Es ist total... Könntest du aber Gäste empfangen? Ich komme nachher gerade. Das ist mein Büro. Ja, du hast sicher so schnell mal ein Plätzchen, oder? Was nicht? Was schaust du so geschissen? Hast du etwas zu trinken? Sí, señora, pero la fiesta... Los invitados Pero, ya van a llegar. es ist vorbei. Señora, wir haben immer noch ein Fest zu feiern. Ja, dann feiert ihr das Fest. Immer nicht mehr. Kannst du an einem anderen Ort so blöd rumstehen? Haben Sie nicht gehört, was Senora Botschafterin gesagt hat? Also am besten, wir erstellen jetzt zuerst ein neues Protokoll und dann Ich schauen schieße wir... auf dein Protokoll. Jetzt müssen wir halt improvisieren. Also das sieht jetzt auch nach einem Protokoll aus. In riesig. Geld zum Beispiel steht für Verrat oder sogar für eine Trennung. Und trotzdem sind die Lieblingsblumen von meiner Mutter Sonnenblumen gewesen. Das hat ihr auch nicht geschadet. Wobei, später hat sie dann eine Scheidung gehabt. Hier können Sie Pause machen. Encárgate de este. Sally, wer bist du? Möchtest du uns helfen, ein paar Blümchen anzumalen? Komm. Wie hat sie auf den Bundesrat reagiert? Äußerst besonders. Sie kommt nicht mehr, oder? Doch, doch. Aber ein Bundesratsbesuch, das ist doch eine Ehre. Ach, Adi, wie privilegiert naiv, Adi. Und was jetzt? Das ist unsere Botschaft. Wir nehmen es selber in die Hand. Ohne Botschafterin. Das dürfen wir doch nicht. Kamerade Marisol, sorgt dafür, dass hier das größte Fest gefeiert wird, das je in dieser kleinen Botschaft gefeiert wurde. Ich kümmere mich darum, dass Senora Botschafterin ihr Abkommen unterschreibt. Aber wieso, Marisol? Ich bin doch der Vizebotschafter. Und aus primitiv privaten Rachegedanken handelt,
reiche ich per sofort meinen Rücktritt ein. Punkt. Neuer Absatz. Senora, Sie können jetzt nicht aufgeben. Gang weg. Hey, ich warne dich. Hey, senden, senden. An welche Adresse darf ich Ihre Mail mit dem Betreff Fickt euch alle senden? An ganz Bundesbandverteiler. Okay, ich werde... Ich habe per Telefon können. Puta madre nochmal, wer jetzt reiß dich zusammen. Ich weiß, diese Botschaft ist Ihnen egal, aber wir brauchen Sie hier. Es geht doch nicht um euch. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Solange er in meinem Leben ist, kommen wir nicht weiter. Na und? Sie haben hier wirklich etwas bewirkt. Senora, Sie haben so viel für das Land gegeben. Warum geben Sie jetzt so kurz vor dem Ziel auf? Wegen so einem desgraciado infeliz? Sie kümmern sich jetzt um Ihren großen Auftritt. Wenn Sie gehen wollen, dann wenigstens richtig. Ich kümmere mich um das Kleid. Ausziehen. Ja, da hin. Das ist ein Problem für morgen. Ja, aber ich brauche doch sein verdammtes Abkommen mit dem Stempel aus Bern. Dann holen Sie sich das Abkommen. Du, ich frage mich gerade, ob ich den Cedric schicken oder? Ja. Nein, das ist Horror. Die ganze Stadt stinkt nach Kläralarm. Aha. Ja, schau, ich weiss nicht, ob ich das da finde. Es ist wirklich nicht Paris. Los jetzt, Maus. Jetzt habe ich gerade total ein wichtiges Telefon auf der anderen Leitung. Ich melde mich wieder, gell? Gut. Tschüssli. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Fällt mir viel besser. Aha, nein, das ist für den Hunger. Hm. Schade. Ich kann nicht, was ich so anlegen. Du bist doch immer so gut gewesen, Dan. Könntest du mir nicht helfen, etwas auszusuchen? Mehr Business oder mehr sexy? Das darfst du entscheiden. Kleider sind im Schlafzimmer. Okay. Dann schauen wir mal, was wir für unsere Bea finden. He? Ist zu. Bea? Die Latte ist präfig. Perfekt. Also, du hast doch mein Büro wollen. Jetzt mach sofort die Türen auf! Und du bist nicht auf der Gästeliste heute. Ich glaube, es fällt niemandem auf, wenn du nicht dabei bist. Ich mach dich fertig! Ja, morgen kannst du von mir aus machen, was du willst. Aber heute gehört die Botschaft noch mehr. Hübsch. Bescheiden wie die Schweizer, knallige Platinos. Wo ist mein Handy? Cedric! Aber wenn man jemandem rote Nelke schenken, dann ist es fast so, als würde man der beschenkten Person den Tod wünschen. Oh, sorry, Pick, geht wieder weg. Und der Tod ist ja bekanntlich schwarz. Und schwarz ist einerseits keine Farbe und andererseits alle Farben, die es gibt. Mehr als im Regenbogen. Ja, anders halte ich es nicht aus. Und von dem her gesehen ist schwarz eigentlich die diverseste Farbe überhaupt. Heute haben die ernstesten Probleme mal eine Pause. Hast du die vordere Reihe auch einen Anzug fritzen, gell? Ja, wie es mir der Bundesrat aufgetragen hat. Gin Tonic, anyone? Tonsti. Warum bist du nicht in Bern geblieben, wenn dir der Bundesrat so viel bedeutet? Ist es so wichtig, wer wo sitzt? Nein, gar nicht. Es ist nur Zahl und so vor Diplomatie. Und der Sophia habe ich Platz beim Minister versprochen. Ist alles fertig? Die Gäste sollten in jedem Moment da sein. Gin Tonic? Das hier sind aber nicht die Marisol-Festspiele, das hier ist eine Botschaft. Und der Bundesrat hat mir die Verantwortung übertragen. Und dein Mädchen sagt, sie ist da voran. Sie ist meine +1. No +1. Das ist dann nicht nach einer gesunden Beziehung. Appel de Jacqueline Petit Cœur Emoji. Chérie? Adrian, es tut mir leid, dass ich das am Telefon muss sagen, aber ich bin im Fall nicht ins Flugzeug gestiegen. Ich komme nicht. Ich habe mich verliebt. In Röbi. Dein Chef? Adi, die Boombox! Es liegt nicht an dir. Zwischen uns liegt einfach mehr als nur ein Ozean. Und der Röbi... Du wirst mich dieser verstehen. Scheiß... Du weißt, dass ich dich Oh, gerne no. habe. Adrian, Und dann ist sie näher zu mir gekommen, hat mir tief in die Augen geschaut und hat gesagt, Arturo, jede Farbe hat ihre Berechtigung. Tada! Wir sind oft Minuten fertig geworden. Wir haben uns nach langen Diskussionen dazu entschieden, auch in Anbetracht der Diversität. Kannst du noch einmal die Klappe stillhalten, bitte? Was genau ist jetzt da wieder passiert? Hä?
Ich habe gemeint, wir wollen ein schönes Fest miteinander feiern. Was macht die Schweiz zur stärksten Demokratie der Welt? Die beste Armee der Welt. Nicht unser Problem. Bündnerfleisch? Unus pro omnibus, omnes pro uno. Nein. Doch, das steht im Bundeshaus oben. Ziviler Ungehorsam. Auch wenn der Befehl von ganz oben kommt, wenn er nicht der Würde von Menschen spricht, wird er nicht ausgeführt. Genau. Also, holen wir uns das Abkommen zurück. Yes! Okay, sehr geil! Konstantin. Wir setzen nicht nur unsere Unterschriften unter ein Abkommen, nein, wir legen den Grundstein für eine Zusammenarbeit, die weit über diesen Moment hinaus wirken wird. Und bevor ich nun den Tren Helvetica mit meiner Unterschrift zum Rollen bringe, möchte ich noch etwas loswerden. Diese Botschaft, dieses Land war nicht meine erste Wahl. Als ich hierhin versetzt wurde, war mein einziges Ziel, so schnell wie möglich wieder von hier wegzukommen. Doch dieses Land, diese Menschen, vor allem meine Kolleginnen und Kollegen haben mir gezeigt, worum es eigentlich geht. Um Zusammenhalt und Dankbarkeit für das, was wir haben. Und auch wenn dies mein letzter Erfolg als Botschafterin wäre, Bea! dieser einen bislang unerreichten Höhepunkt in meinem Leben ausmachen. Es ist kein Diplomat, kein finanzieller. Es ist der schönste Erfolg. Ja, mi mejor éxito. Der Erfolg, El éxito. eine Familie gefunden zu El haben. éxito de haber encontrado una Und dann würden wir jetzt schnell zum eigentlichen Haupttraktandum überleiten. Stift bitte. Pero, ¿qué está pasando? Geht nicht. Nächster Stift. Der Minister soll kommen. Que se acerque, por favor, el ministro para la... Okay, what the fuck läuft da? Ein ausgewachsener Bundeszombie. Unsere kleine Überraschung. Grüezi miteinander. Entschuldigung für die Verspätung. Extra angereist, unser Bundesrat und Vorsteher vom Etat höchstpersönlich. Ja. Es el presidente de Suiza, por así decirlo. Ese. Schön, dass Sie kommen konnten. Das ist so, wir können ganz normal reden miteinander. Gracias, Signora la Embajadora. Und danke auch, dass du mich in deinem Büro eingesperrt hast, damit ich die peinliche Veranstaltung verpasse. Aber jetzt bin ich da. No pictures, please. Gracias. Sorry. Señor el Ministro, verehrte Anwesende, auch im Namen des Gesamtbundesrates möchte ich Sie ganz herzlich willkommen heißen. Dieses Abkommen ist eine Bereicherung für Ihr Land. Denn Du hast keinen blassen Schimmer von diesem Abkommen. natürlich nicht, weil ich Bundesrat bin und nicht in dem Kackland lebe. Meinst du eigentlich, man bringt das in so ein Scheisszeugli? No somos un cackland. Tren Helvética no es un cis-sucli. Nunca pensé que las groserías del intercambio de Berlín servirían de algo. Er hat den Fluch in Berlin ausgeschlagen. Ah, no, Ministro, es ist ein Missverständnis. Es un error piccolo, ¿no? Sí. Haré todo lo posible para que la embajadora se quede aquí. Er wird sich höchstpersönlich dafür einsetzen, dass die Botschafterin hier bleibt. Ella y su maravilloso equipo son los responsables de la puesta en marcha de Tren Helvética. Sie und ihr tolles Team sind verantwortlich, dass der Tren Helvética ins Rollen kommt. No el Consejo Federal. Und nicht der Bundesrat. Genau. Sí. Muy bien, Bea.
Das wird Konsequenzen haben, das kannst du mir glauben. Cedric! Sag mal, spinnst du eigentlich? Beim Arbeiten sauft man nicht. Ich wäre jetzt nie lieber als ich bei euch. Merci vielmals für eure Arbeit, Frau Botschafterin. Aber natürlich. Jetzt haben wir noch ein freuliches Angebot für euch. Wir brauchen für unsere wichtigste Schweizer Botschaft eine Nachfolgerin. Washington, D.C. Könnt ihr euch das vorstellen? Wow. Ich... Wenn ihr weiter schaut, dann jetzt auf Play SRF wechseln. Perfekt. Entschuldigung, falls ich ein bisschen stinke und gekörbelt. Sind Sie gut? Mein Urgroßonkel war einfach ein erfolgreicher Geschäftsmann. Wasserbüffel mit 5 Buchstaben. Okay, schön gewesen, ja. Schon. Ja. Ich hab's schön gefunden. Weiter auch rum. Nein, Fingerbreit!